Tennis-Aufwärmübung, unsere Top 3. Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal ein Best-of. Und da bin ich wieder besonders froh, dass der Timo wieder da ist. Zum Thema Warm-up im Tennistraining. Besonders wichtiges Thema. Ja. Thema Timo. Ja, das stimmt, weil Aufwärmen gehört natürlich dazu und ist auch eine Verletzungsprävention. Und wir zeigen euch ein paar schöne Übungen, die das vielleicht nicht ganz so langweilig erscheinen lassen, wie viele denken, dass es ist. Ganz genau, nicht nur irgendwelche Übungen, sondern unsere Top 3. Denn wir haben mal kurz überlegt, was kann man machen und was sind unsere Favorites. Also nicht lang schnacken, los geht's. So, wir starten mit meiner ersten Lieblingsübung. Ja, was heißt Lieblingsübung? Ich finde es immer sinnvoll, sich im Tennistraining mit Sinn aufzuwärmen. Nicht einfach blind irgendwelche Runden zu laufen, sondern dass man eben dem Ganzen eine Aufgabe gibt. Und ich bin eigentlich auch mal Fan davon, das Ganze ein bisschen klein zu halten. Das heißt, wenn der Timo jetzt mal in der Kamera hier ein bisschen guckt, ich bin ja ein professioneller Tennistrainer, also habe ich mich gut vorbereitet, bin frühzeitig auf dem Platz und habe schon im Prinzip meine Aufwärmübung hier ausgelegt. Ja? Also kommen wir mal zur ersten Übung. Wir machen das Ganze stationsweise. Wir wollen jetzt hier diese Halbrunden laufen und wir haben jetzt eigentlich 3 Aufgaben bzw. 3 Stationen, die ich hier gemacht habe. In der ersten Station haben wir ein bisschen seitliches Bewegen dabei. Das heißt, wenn die Schüler hier hinkommen, gehen wir hier durch diese Pylonen, durch diesen Slalom-Parcours mit seitlichen Bewegungen, mit Sidesteps. So, und dann kommen wir hier an der Stelle dann zu unserer Koordinationsleiter. Ja, zum Thema Koordinationsleiter gibt es 40, 50 Übungen. Wenn ihr da ein bisschen Inspiration sucht, ich verlinke euch hier oben, schaut mal auf YouTube, da habe ich einige Übungen drin. Ich mache jetzt beispielsweise mal hier den Klassiker immer nach 1, 2 in der Mitte, einen nach außen. Und wie gesagt, ihr könntet hier Dutzende Sachen machen. Ja, also dieses Vor zurück, 1, 2, 1, 2, 3. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Schaut ins Video, da habt ihr die Inspiration. Dann kommen die Spieler hier hin und hier machen wir jetzt Sprünge. Einbeinig, immer tief gehen und immer von Reifen zu Reifen springen. Wichtig, jetzt nicht hier so das hier, sondern wir wollen immer tief gehen, halten, tief gehen, halten. So, hier können wir weiter Aufgaben geben. Hier können wir zum Beispiel mal die über Kreuz, Crossover machen. Hier können wir Hopserlauf machen auf der Bahn. Ja, und dann geht es einfach los. Ja? Ich denke mal, ich starte mal hier in meiner Aufwärmrunde. Und dann machen wir die einfach mal zusammen mit. So, jetzt geht es in die Koordinationsleiter. Hopp, hopp. Laufen weiter. Jetzt kommen die Sprünge. Tief, rechts tief, links tief, rechts tief, links tief, rechts tief, links tief, rechts tief. Auch hier könnt ihr wieder Variationen machen, natürlich. Wäre auch eine Möglichkeit, hier kleinen Schritten und dann zum nächsten. Ja, kleine Schritte und dann zum nächsten. So, verschiedene Sachen hier möglich und dann gehen wir hier nochmal weiter und hier wieder Overcross, Sidesteps oder Hopserlauf oder mal eine Runde Tappings. Ja, also ganz, ganz vielseitig diese Übung, dieser Laufparcours. Probiert es aus. Das ist meine erste Übung. Kommen wir zu meiner zweiten Lieblingsübung zum Warmmachen, nämlich Tabata. Tabata haben wir beide mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Wenn euch da Inspiration für die gleich folgenden Übungen fehlt, schaut es euch an. Timo, du stellst kurz, beziehungsweise ich stelle kurz die App vor. Die App könnt ihr euch runterladen, Google Play, Apple Play. Nee, Apple Play heißt ja nicht, sondern Apple Store. Und diese Übung, Timo, halt's mal in die Kamera, so dass ihr es sehen, besteht eben aus einer Einstellungsmöglichkeit für euer Tabata. Ihr könnt euch einmal die Anzahl der Übungen auswählen, ihr könnt einmal die Workout-Dauer festlegen und ihr könnt eure Pause festlegen. Und wenn ihr diesen Tabata-Timer jetzt aktiviert, dann machen wir in der Zeit, wo eben Starting Session, ja, machen wir Übungen. Wir fangen jetzt mit dem Sprung an. Wir machen das hier mal mit Hilfe von ein bisschen Hütchen. Jetzt haben wir 15 Sekunden, ja, machen wir diese Übung. Ein kleines Workout. So, nach den 15 Sekunden gibt es dann die eingestellte Pause. 1 und gut. 7 Minuten. 7 Minuten wäre schön, ne? Sekundenpause. So, zweite Übung. Jetzt gehen wir um die Hütchen rum. Kleine Schritte. Muss ich aufpassen, dass ich
Und dann wieder in die andere Richtung auch, ne? Genau. Kleinere Schritte. Genau. Vor, zurück. Da geht mir jetzt mal der Schuh auf. 2. Timo bindet sich den Schuh. 7 Sekunden Pause wieder. Und dann machen wir die dritte. Das wollte Timo unbedingt machen. Rockstrecksprünge. Gut. Tun gut. Und wichtig immer, was soll man immer machen, Timo? Tief gehen und federn. Tief gehen und lachen. Ja, lachen. Lachen ist immer ganz wichtig. Also, wenn ihr da Inspiration sucht, schaut das lange Video. Ansonsten super Möglichkeit, euch mal ganz anders warm zu machen, als ihr es gewohnt seid. Ja. So, ich bin noch richtig außer Atem von unserer Tabata-Session. Ich muss mehr machen. Also mehr diese Übung machen. Und wir kommen zur dritten Übung. Dritte Übung ist besser als jegliches Rundenlaufen, kann ich euch direkt sagen. Denn es ist so schön intensiv. Also zum Warm-up, wir sind in Bewegung, ich bin in Bewegung. Arbeite mit kurzen Kontakten zum Boden, das ist wichtig. Ich kann die Übung schlecht machen, ich kann sie aber auch gut machen, sodass sie was bringt. Schlecht wäre Folgendes. Ich zeige trotzdem mal, auch wenn man es nicht zeigen soll, das Schlechte, aber ich zeige es für euch, wie es nicht aussehen sollte. Ziel der Übung ist es, einer wirft den Ball hoch, der Partner oder der Trainer wirft in der Zwischenzeit den Ball wieder zum Spieler und ich muss dann den Ball, der von oben, den ich hochgeworfen habe, wieder fangen. Wir machen das mal so, wie es schlecht ist. Das war jetzt schlecht, ja? So, warum war das schlecht? Weil Timo gepennt hat. Timo hätte viel früher den Ball werfen müssen. Also, nochmal. Hopp. Ja, so schnell bin ich nicht. Ich muss schon noch hochwerfen. Also. Jetzt zeigen wir es richtig. Jetzt zeigen wir es okay, jetzt zeigen wir es richtig. Gut, also besser wäre, wenn ihr Kontakte zum Boden macht. Also hier. Und hopp, hopp, hopp. Und hopp, 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 hopp. Ich rufe deswegen so oft hopp, damit er auch weiß, wann sein Einsatz ist. Habe ich eben nicht gesagt und schon ging es auf die 12. Ja? Variation, holen wir bitte einen Tennisball, habe ich ganz vergessen. Variation von der ganzen Geschichte kann natürlich auch sein, das Ganze dann mit kleineren Bällen zu machen, zum Beispiel mit dem Tennisball. Timo kommt wieder. So, ich werfe den Ball hoch, du wirfst ihn mir auf die rechte Hand. Ja? Hoch, rechts, rechts, hopp. Und hoch, rechts, rechts, hopp. Auf die linke. Auf die linke. Und jetzt überrascht du mich. Ha, ha. Und ha, ha. Nee, so schnell kann ich nicht. Super, ich bin super auf Temperatur. Koordination auch drin, natürlich. Und probiert es mal aus. Und auf Tennistraining Online habe ich 5 Varianten für euch. Also, ich markiere es euch. So, dann möchte ich euch auch kurz meine 3 Lieblingssachen, die kann man alle auf einem Quadratmeter machen. Gerade im Winter, wenn wir in der Halle uns vorbereiten, haben wir ja nicht den großen Auslauf, können wir alles auf einem Meter machen. Einmal geht es um die Rotation, zeige ich euch meine erste Übung, die ich gerne mache. Wir machen einen Ausfallschritt, gehen tief und über das vordere Bein zur Seite. Dann drücken wir uns wieder hoch, nehmen das andere Bein und rotieren zur Seite. Ja, beim Tennis immer wichtig, der Oberkörper rotiert. Ich habe eine tiefe Stellung, habe meinen Ausfallschritt, dann kann ich das auch ein bisschen dynamischer als Abfolge machen. Ja, oder könnte es jetzt auch weitermachen, wenn ich mehr Platz habe, dann kann ich das auch in einer längeren Bahn machen. Wir haben auch noch ein Video, wenn euch das interessiert, mit Core Performance. Da ist die Übung auch drin, sind auch noch weitere Übungen drin und der Martin wird es da verlinken. Die nächste Übung befasst sich mit Sprüngen, mit Split Steps, mit Variationen, wie ich die Beine bewege. Wichtig beim Return, bei allen Übungen. Und zwar suche ich mir eine Linie oder markiere mir die und fange erstmal an und mache einfach als erste Übung seitlich. Dann kann ich das Ganze im Wechsel machen. Dann kombiniere ich das Ganze mit vorwärts, rückwärts, seitwärts. Da kann ich diverse Anweisungen geben, sodass ich meine Füße koordiniere und immer den Split Step übe. Auch da haben wir ein Video, das der Martin dort verlinken wird. Nee, haben wir gar nicht. Dann kommt das noch. Haben wir nicht? Gut, dann kommen wir zum Sumo Squat, eine meiner Lieblingsübungen. War sie mal nicht, mittlerweile ist sie das. Aber mittlerweile habe ich auch weniger Schmerzen, seit ich sie mache. Vorher hatte ich mehr Schmerzen. Wir versuchen runter zu gehen, die Arme nach innen aufrichten und immer lächeln dabei, wie der Martin sagt. Und dann gehen wir
in den Buckel rein, gehen wieder tief, strecken uns. So aktiviere ich meine Beine, meinen Rücken, eigentlich den kompletten Körper. Dann kann ich hier noch eine Variation machen. Ich bleibe unten und verschiebe die Hüfte in beide Seiten, weil auch hier unser Hüftbereich sollte immer schön locker sein, damit ich tiefe Rotationen und Ausfallschritte machen kann. Das waren sie, unsere 6 Aufwärmübungen. Unsere Top 3, deine Top 3, meine Top 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust auf weitere Übungen habt, dann schaut auf tennistraining-online.com. Dort habe ich über 2000 Tennisübungen für euch zusammengestellt. Da ist auch der Timo mit dabei, unter anderem mit unserem tollen neuen Video. Ja. 160 Übungen für Trainer und Spieler. Schaut es euch an. Ich verlinke euch hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Martin und Timo, danke.